Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der Focke-Wulf Fe190 F8 von Revell im Maßstab 1:32. Das ist ein brandneuer Bausatz, den habe ich im Januar noch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen als Prototyp, und es ist echt schön, dass man den jetzt schon kaufen kann. Die Flugzeugmodelle im Maßstab 1:32, die von Revell in den letzten Jahren entwickelt worden sind, waren alle fabelhaft, vor allem was eben die Preis-Leistung anging. Wirklich ausgezeichnet und sehr spaßig und einfach zu bauen. So gehört sich das. Der Bausatz hier ist eigentlich auch keine Ausnahme. Die F8-Version ist eigentlich nur die Jagdbomber-Version, war einfach stärker gepanzert mit anderer Bordelektronik, dass es eben auch die Bomben einzeln abwerfen konnte. Groß und Ganzen eigentlich relativ geringe Unterschiede. Gut, dann schauen wir mal rein in die Schachtel. Die Schachtel öffnet seitlich. Viele mögen das nicht, mir ist das eigentlich relativ egal. Die Schachtel an sich ist nur relativ labbrig. Ansonsten scheint aber alles gut eingepackt zu sein. Ja, es sind immer mehrere Gießäste in einem Beutel drin, aber doch, das macht einen guten Eindruck, die Verpackung. Die Glassichtteile, die sind wirklich besonders gut geschützt mit extra viel Folie, dass sie nicht irgendwie verkratzt werden. Dann schauen wir uns mal die Bauanleitung an als erstes. Hier sieht man schon mal ein kleines Gimmick, was in dem Bausatz dabei ist, dieses Podest. Ist auch recht interessant für die Präsentation. Dann haben wir hier eine Hintergrundgeschichte zum Flugzeug mit technischen Daten. Das ist immer sehr interessant. Jede Menge Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen. Dann hier eine Farbtabelle, bezieht sich nur auf Revell-Farben. Man kennt es von anderen Revell-Bausätzen, dass so gut wie alle Farben, die man braucht, irgendwie angemischt werden müssen. Hier ist es eigentlich nur bei 3 Farben der Fall, der Rest ist schon fertig vorhanden. Da hat Revell offenbar die Kritik ein bisschen zu Herzen genommen, die so mancher geäußert hat. Dann gibt es hier noch einen Überblick mit allen enthaltenen Gießästen. Die dunkel unterlegten Teile brauchen wir nicht. Geht es jetzt hier noch weiter. Hier sieht man nochmal das Podest. Und dann hat man hier 2 Versionen. Das wird gleich zu Beginn festgelegt. Finde ich schon mal gut. Kann man sich gleich darauf vorbereiten. Einmal kann man die SC500 Bombe mit 2 Abwurftanks bauen und einmal die SC250 und die SC50 Bomben. Dann ist hier auch noch eine Option wegen dem Podest. Das hat hier 2 Pins und da muss man hier entsprechende Löcher bohren, wenn man das so haben will. Und hier sind auch noch Löcher zu bohren für die A-Version einmal und hier für die B-Version, weil ja die Aufnahmen sich unterscheiden. Das ist also gleich schon zu Beginn, wird klar definiert, was für welche Version anzuwenden ist. Das ist schon gut. Dann geht es mal los mit dem Bau, und zwar mit dem Cockpit. Wie das bei Flugzeugen eigentlich so üblich ist. Wie man sehen kann, das Ganze wird ziemlich detailliert werden. Hier dann das Spornrad. Einmal ausgefahren und eingezogen. Gut finde ich, dass pro Bauschritt nicht übermäßig viele Teile zu montieren sind. Da kann man schon mal ein bisschen Überblick behalten.
Das ist eigentlich auch eine schöne Lösung, dass das Cockpit von unten reinkommt, nachdem die beiden Rumpfhälften schon verklebt wurden. Das kennt man auch von diversen Tamiya-Bausätzen. Hier geht es dann los mit der Bewaffnung. Das ist eigentlich auch recht detailliert. Das sieht man später durch den Fahrwerksschacht, wenn der dann offen gebaut ist, mit den Kanonen nahe der Flügelwurzeln. Ja. Man muss sich halt immer vor Augen halten, dass es doch ein ziemlich großer Maßstab ist. Dafür sind die Teile jetzt nicht so winzig. Das sollte also auch für eher Ungeübte eigentlich relativ leicht zur Handhabung sein. Dann die Tragflächen. Hier hat man dann noch Optionen für die Klappen, wobei das natürlich wichtig ist, wenn man das Fahrwerk ausgefahren darstellt, dann kann man auch die Klappen aufmachen. Andersrum sieht es, glaube ich, ein bisschen eigenartig aus. Das sind jetzt hier noch die kleinen Flächen am Heck. Und hier kommt dann der Sternmotor. Gute BMW Sternmotor. Ist eigentlich auch nicht so kompliziert, sicherlich aber kompliziert zum Lackieren. Ja, die ganzen Auspuffrohre. Das sieht natürlich schon sehr detailliert aus. Das Gute ist auch, dass das Ganze dann offen dargestellt werden kann. Ja, Fahrwerk ist auch immer gut bei Revell. Mit diesen Vierkanten da ist es doch recht robust. Knickt nicht ab später. Ja, jede Menge Klappen. Hier kann man eben den Motor dann offen darstellen, wenn man will. Auch ganze Bewaffnung im Rumpf. Ja, offen und geschlossen darstellbar. Hier kommen noch diverse Kleinteile ran. Liegen auch zwei Cockpit-Hauben-Versionen bei, einmal die gerade und einmal die gewölbte. Hier dann die ganzen Träger für die Außenlasten. Bomben, ja, bestehen auch aus mehreren Teilen. Und dann eigentlich die Endmontage. Genau. Das war's dann schon. Hier kommt dann die Bemalungs- und Markierungsanleitung. Es gibt zwei Versionen zur Auswahl. Version 1, schwarze 6, ST-SG, was ist denn das nochmal? Weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall irgendeine Bodenkampfeinheit. In Tschechien 45. Und das zweite Flugzeug ist auch in Tschechien. Interessanterweise haben beide Flugzeuge diese gewölbte Cockpithaube. Die gerade liegt aber auch bei. Ist eigentlich nicht schlecht, wenn man eine andere Maschine darstellen wollte, könnte man sich ja selber die Abziehbilder irgendwo her besorgen. Und los geht's. Die Anleitung an sich ist eigentlich sehr detailliert, wie man sieht. Alle Seiten sind abgebildet. Auch die Abziehbilder sind klar markiert, was man braucht. Das sollte eigentlich eine gute Vorlage für die Lackierung bilden. Das ist bei dem Modell, schätze ich, auch die größte Herausforderung. Hier ist eine einfachere Version, aber hier ist schon ein bisschen schwieriger mit den ganzen Flecken. Aber das macht unheimlich Spaß, wenn man eine entsprechende Airbrush dafür hat. Schauen wir uns jetzt mal die Bauteile an. An den beiden Gießästen befinden sich die beiden Rumpfhälften und diverse Klappen. Die Gravuren sind recht schön wiedergegeben. Auch die Niete sehen recht schön aus. Innen findet man nicht übermäßig viele Details, weil
das Cockpit ja wie so eine Schale, das dann abdeckt. Sieht man nicht so viel. Die ganzen Teile der Motorverkleidung haben auch Innendetails und keine Auswurfmarken. Das ist eigentlich recht schön. Selbes gilt auch für den Gussast hier. Hier die Flügelunterseite und auch Teile vom Rumpf unten. Das finde ich eigentlich ganz gut, die Lösung, weil auf die Art muss man an den Wurzeln hier schon mal nicht spachteln. Das Ganze macht einen sehr schönen Eindruck. Wie der Rumpf auch. Schöne Nietköpfe. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass hier ein bisschen ganz leicht eine Sinkmarke ist. Das liegt einfach dran, weil hier innen so eine Auswurfmarke ist. Und dann, also das ist wirklich minimal. Man kann es vielleicht erkennen, wenn das Licht ein bisschen schimmert. Ich denke aber nicht, dass das ein Problem ist. Also entweder man spachtelt es oder man lässt es. Sollte eigentlich nicht auffallen. Da haben wir noch die anderen Tragflächenteile und Klappen. Auch hier macht das alles einen sehr guten Eindruck. Schöne Oberflächenstruktur, kein Grat und keine Fischhaut in Sicht. Das hier ist das kleine Podest für das Modell, wenn man es in Flugposition präsentieren will. Finde ich eigentlich recht attraktiv. Der Teller ist ja schon ziemlich groß. Sollte das eigentlich schon stabil halten können. Mir stört noch ein bisschen das Design, das sieht nicht so edel aus. Ich werde mal da mal überlegen, falls ich das Modell so darstellen will. Ist noch nicht ganz sicher, ob ich das irgendwie ein bisschen interessanter gestalten könnte. So eine metallische Lackierung fände ich da recht interessant. An diesem Gussast findet sich allerlei Krimskrams, das ja zum Fahrwerk gehört oder auch an die Unterseite vom Flugzeug. Die Angusspunkte sind üblicherweise ziemlich gut gewählt. Die meisten Teile haben 2 bis 3 Befestigungspunkte zum Gussrahmen. Das sollte das Auslösen eigentlich schon vereinfachen. Zusatztanks haben auch recht schöne Details. Ich hoffe nur, dass man da nicht so viel spachteln muss. Fahrwerksbeine, ja, man sieht, ist auch sehr schön detailliert das Ganze. Nur die Angüsse an diesen filigranen Teilen sind ein bisschen klobig, aber mit einem scharfen Messer kann man dem gut zu Leibe rücken, ohne dass irgendwas zu Bruch geht. Hier haben wir den mitunter größten Gussast im Bausatz. Der enthält jede Menge Teile, die zum Cockpit und zum Motor gehören. Da kann man sich doch austoben. Ja. Cockpit sieht ein paar Knöpfe und so weiter. Ganze Motorteile, Rohre und Zylinder und was nicht alles. Sehr scharf detailliert. Gerade jetzt hier der Motor. Wäre eigentlich eine Schande, wenn man den versteckt. So eine kleine Flugplatzszene schwebt mir schon auch vor. Im Maßstab 1:32 gibt es ja recht schöne Figuren. Ja, die Befestigungspunkte am Propeller sind jetzt nicht so der Burner, aber man kann es vorsichtig abschneiden und verschleifen. Hier dann die Fahrwerksschächte innen. Man sieht, es sieht ganz anständig aus. Hat ein bisschen Fischhaut, aber wirklich nichts Dramatisches. Ausgezeichnete Qualität. Revell braucht sich da definitiv nicht vor anderen Herstellern verstecken. Die beiden Gussäste sind identisch und beinhalten Fahrwerksteile und vor allem die Bereifung.
Wie man sieht, einmal mit Profil, einmal ohne Profil, was ich recht ungewöhnlich finde. Ja, hier ist alles makellos gegossen. An diesen 3 Gussästen finden sich die Außenlasten samt eben der Befestigungen. Hier haben wir allerlei Bomben und Zusatztanks. Hier, das hat sich beim Auspacken verabschiedet. Hier haben wir dann die große 500 Kilo Bombe, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch ein ziemlicher Kavenzmann. Selbst in diesem Maßstab noch. Möchte man nicht aufs Hirn bekommen. Und hier dann die kleineren Waffen. Ja, das Ganze ist schon sehr schön detailliert. Und auch hier ist der Guss wieder ausgezeichnet. Klarsichtteile liegen ja unverhältnismäßig viele bei. Das hat damit zu tun, dass wir allein schon 4 Cockpithauben haben. Einmal die blasenförmige und einmal die gerade. Das hat damit zu tun, wenn man das Cockpit offen darstellen will, braucht man eine andere Cockpithaube. Es gibt also jede Ausführung einmal geöffnet und geschlossen. Ist beides vorhanden. Die Frontscheibe ist schon vom Gussast abgefallen. Hier ist auch ein bisschen Flash vorhanden. Ein paar so Fischhäute. Ja. Alles in allem kann man aber sagen, dass die Glassichtteile eigentlich nicht schlecht ausschauen. Also jetzt gerade bei den großen Teilen ist es eigentlich sehr schön. Die sind sehr dünn, also das heißt, die Optik verzerrt es eigentlich kaum. Bei dem Frontteil ist es ein bisschen klobiger, man kann es vielleicht erkennen. Ein bisschen dick geraten. Verzerrt ein bisschen ja, die Optik. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich habe eigentlich noch nie ein Flugzeugmodell gesehen, wo das irgendwie negativ aufgefallen wäre. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die Abziehbilder an. Für ein Flugzeug von der Größe eigentlich relativ wenig. Das freut mich eigentlich. Ich arbeite nicht so gern damit. Da fehlt mir offenbar die Geduld. Die sind alle sauber gedruckt. Gar keine Frage. Bisschen dick vielleicht, aber ich persönlich bevorzuge das eigentlich gegenüber dünnen und bruchanfälligeren Abziehbildern. Mit genügend Weichmacher kriegt man das alles in Form. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die besten Abziehbilder eigentlich von Revell kommen, üblicherweise. Ja, hier hat man auch Abziehbilder für die Sitzgurte. Das ist eigentlich auch recht interessant. Das Highmaul gehört an eine Bombe hin. Also nicht ans Flugzeug selber. Ja, allerlei Warnhinweise und so weiter, die eben zum Flugzeug gehören und das eben optisch noch ein bisschen interessanter machen. Ja, hervorragende Abziehbilder, wie man das auch gewöhnt ist von Revell. Revell hat seiner ausgezeichneten 1:32er Palette ja, ein weiteres Modell hinzugefügt, das den anderen in nichts nachsteht. Da konnte ich eigentlich keinerlei Mängel erkennen, die mich irgendwie wirklich gestört hätten. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt nicht so gefallen, aber das ist vielleicht auch was persönlich bedingt ist. Ein anderer mag das vielleicht nicht so eng sehen. Das Ganze ist auf jeden Fall ein verhältnismäßig leichter Bausatz, der auch für eher Ungeübte geeignet sein könnte. Die Teile sind alle recht groß, einfach zum Versäubern. Die Passgenauigkeit ist erfahrungsgemäß immer recht gut, wie das bei den meisten Eigenentwicklungen von Revell eigentlich der Fall ist. Schade finde ich, dass es nur 2 Bemalungs- und Markierungsvarianten gibt, die beide 1945 im selben Gebiet eingeordnet sind. Da wäre vielleicht ein bisschen Variation besser gewesen. Vielleicht eine dritte Variante irgendwo
an der Westfront oder zu einem anderen Zeitpunkt. Wäre vielleicht ganz nett gewesen. Und ja, ich sag mal, die Verpackung ist bei Revell immer ein bisschen, ja, ist schon okay, aber es könnte besser sein, meiner Meinung nach. Das Modell ist auch ein bisschen teurer wie die anderen Bausätze, die man so kennt. Kostet so um die 40 Euro, ist aber, wenn man den Umfang betrachtet, vollkommen gerechtfertigt. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist auf jeden Fall ein solider Bausatz, den man definitiv noch verbessern kann mit Zurüstteilen, werde ich persönlich aber nicht anstreben. Das kleine Podest, was dabei ist, ist auch ein interessantes Feature eigentlich, das man ja so eigentlich auch noch nicht gesehen hat. Das ist für den einen oder anderen bestimmt auch mal interessant, so ein Flugzeug ja in Flugposition darzustellen. Da bräuchte man allerdings eine Pilotenfigur. Die liegt leider nicht bei. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung dieses berühmten deutschen Flugzeuges mit für englischsprachige obszönen Namen gefallen und man sieht sie im nächsten Video wieder. Euer Hamika Barkas.